ich hoffe, euch geht's gut. Ich melde mich heute wieder mal aus dem Wald und möchte heute mit euch über ein Thema reden, das mich seit einiger Zeit sehr beschäftigt. Und zwar geht es heute darum, was ist so mein persönliches Ziel für die nächsten Jahre und wo möchte ich ultimativ mit meinem Leben hin. Ich habe jetzt meine Transition seit einiger Zeit abgeschlossen. Ich hatte nach dieser Transition viel Zeit über mich als Mensch und meine Ziele und einfach die Art, wie ich leben möchte, nachgedacht und bin auf einige sehr interessante Erkenntnisse gekommen, die ich heute einfach mit euch teilen möchte. Mein Ziel für die nächsten Jahre ist es, einfach in Zukunft weniger zu arbeiten. Warum ist das so? Es gibt viele verschiedene Gründe. Angefangen hat das Ganze damit, dass ich mich mehr mit Umweltschutz auseinandergesetzt habe. Lustigerweise, man denkt sich so, wie kommt man jetzt vom Umweltschutz auf, ich möchte weniger arbeiten, aber das ist doch irgendwie in gewisser Weise, besteht da ein Zusammenhang. Und zwar hat es eben so angefangen, dass ich mir gedacht habe, okay, alles was ich konsumiere, alles was ich kaufe, verschwendet Ressourcen. Und viele Dinge muss man einfach kaufen, weil man sie braucht im täglichen Leben. Aber es gibt auch viele Dinge, die man einfach kauft zum Vergnügen. So das neueste Handy, das neueste Tablet, das beste Auto und so weiter. Einfach diese Dinge oder jede Woche ein neues T-Shirt oder irgendeine neue Kleidung, weil es einfach cool ist, shoppen zu gehen. Und vor 2 Jahren ungefähr habe ich angefangen, einfach bewusst weniger zu kaufen und auf Konsum sozusagen, soweit es mir irgendwie möglich war, zu verzichten. Ich habe wirklich nur mehr die Dinge gekauft, die ich wirklich gebraucht habe. Ich habe angefangen, viel Secondhand zu kaufen, weil eben da weniger Ressourcen verschwendet werden, nichts Neues produziert werden muss. Das war so mein ursprünglicher Antrieb. Und das Spannende war, dass ich dann nach einigen Monaten, wo ich das praktiziert habe, einfach mit fast Schock festgestellt habe, dass auf meinem Konto plötzlich doch wesentlich mehr Geld übrig geblieben ist am Monatsende als vorher. Obwohl ich nie jemand war, der jetzt so jeden Tag shoppen gegangen ist. Aber ich war halt doch jemand, der sich immer wieder mal was gegönnt hat, der sich teure Technik gegönnt hat und der einfach schon gern geshoppt hat. Und mir selber war das gar nicht so bewusst, wie viel Geld ich eigentlich dafür ausgebe, weil es waren immer nur so Kleinigkeiten, mal hier eine Kleinigkeit, mal da eine Kleinigkeit und am Ende des Monats war das Geld dann weg. Und das ist dann plötzlich mit diesem bewussten Konsum weggefallen. Ich habe einfach dann bei jedem Ding, das ich kaufen wollte, wirklich 10-mal drüber nachgedacht, brauche ich das wirklich, brauche ich es nicht, und habe mich meistens im Endeffekt dann gegen einen Kauf entschieden. Also ich hatte dann plötzlich viel mehr Geld übrig und dann habe ich einfach angefangen, so Videos in diese Richtung zu schauen, wo einfach junge Menschen oder auch Menschen generell bewusst auf Konsum verzichten, damit sie weniger Geld brauchen. Und wenn sie weniger Geld brauchen, müssen sie weniger arbeiten. Und dann kann ich theoretisch meine Arbeitszeit reduzieren und kann vielleicht von 40 Stunden die Woche auf 30 Stunden die Woche runtergehen oder auf 25 Stunden die Woche. Weil etwas, das mir einfach bis dahin nicht bewusst war, obwohl es irgendwie logisch ist, aber man denkt das nicht so bewusst daran. Dieses kapitalistische System, in dem wir leben, basiert eigentlich darauf, dass man seine Lebenszeit gegen Geld tauscht. Angenommen, du hast einen Stundenlohn von, sagen wir, 10 Euro. Das heißt, du arbeitest eine Stunde deines Lebens, du gibst eine Stunde deines Lebens her, die du Freizeit machen könntest, die du irgendwie chillen könntest und arbeitest, um eben diese 10 Euro zu verdienen. Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Kleidungsstück um, sagen wir, 50 Euro kaufst, dann bezahlst du eigentlich nicht nur diese 50 Euro, sondern du bezahlst bei einem Stundenlohn von 10 Euro 5 Stunden deines Lebens für dieses Kleidungsstück. Und ich glaube, wenn man es von dieser Seite mal betrachtet, dann merkt man, dass das eigentlich schon ziemlich krass ist. So, ich gebe 5 Stunden meines Lebens her für ein T-Shirt. Und dann fragt man sich halt, ist es das wirklich wert? 5 Stunden, die ich irgendwie Freizeit machen hätte können, irgendwas tun hätte können, was mir Spaß macht, Freunde treffen können, in der Natur draußen sein, was auch immer. Das habe ich jetzt hergegeben, um mir dieses T-Shirt zu kaufen, das ich wahrscheinlich gar nicht so oft tragen werde, das irgendwann im Schrank herumliegt und ich habe vergessen, dass ich es besitze. Die Sache mit der Lebenszeit ist halt die, du hast nur so und so viel davon. Keiner von uns weiß, wie lange wir leben. Es kann sein, dass wir Glück haben und dass wir, sage ich mal, 80, 90 Jahre alt werden. Es kann aber auch sein, dass wir mit 50 plötzlich krank werden und sterben oder mit 35 von einem Auto überfahren werden. Und angesichts dessen muss man sich schon überlegen, will ich denn diese Lebenszeit, die ich habe, einfach hergeben für materielle Güter? Will ich das gegen materielle Güter tauschen? Das ist ein Gedanke, mit dem ich mich schon sehr, sehr lang beschäftige. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben. Ultimativ bin ich dann zu der Erkenntnis gekommen, seit ich eben auf Konsum verzichte, merke ich, wie wenig ich wirklich brauche. Also wenn ich wirklich nur die Dinge kaufe,
die ich wirklich brauche, und ich meine jetzt nicht komplett versteift darauf, ich kann mir schon ab und zu mal ein gutes Essen gönnen in einem Restaurant oder auf ein Konzert gehen und so weiter, aber wenn ich mir wirklich diese Dinge, die man einfach ständig irgendwie kauft, obwohl man sie nicht braucht, wenn man die alle einspart, wie viel einem dann übrig bleibt und dass man tatsächlich weniger arbeiten müsste. Und das ist so mein Ziel in den nächsten Jahren. Ich mache jetzt dann ab Herbst eine Ausbildung, da werde ich sowieso meine Arbeitsstunden reduzieren müssen, weil sich das sonst mit der Ausbildung nicht ausgeht. Die dauert 3 Jahre. Und wenn es nach mir geht, habe ich vor, nach diesen 3 Jahren Ausbildung einfach trotzdem mit den Stunden unten zu bleiben, weniger Geld auszugeben und genügsamer zu sein. Und das hat eigentlich viele Vorteile, weil einerseits, ich habe mehr Freizeit, ich kann mehr tun, was ich will. Zweitens, ich habe weniger CO2-Belastung, ich verschwende weniger Ressourcen, ich belaste die Umwelt weniger, wenn ich weniger konsumiere. Das heißt, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ich habe mit einigen Leuten und Freunden und Familie darüber gesprochen, dass ich einfach ultimativ weniger arbeiten möchte. Und von vielen ist dann so dieses Gegenargument gekommen, ja, aber was machst du denn mit deiner Pensionsvorsorge und mit deiner, Krankenvorsorge und so. Ich meine, wenn du weniger arbeitest, zahlst du zum Beispiel weniger in die Pensionskasse ein. Das heißt, wenn du dann mal alt bist, hast du halt weniger Geld und musst vielleicht dann noch weiter arbeiten, weil du dir das Leben nicht mehr leisten kannst. Und ich sag mal, das ist ein total valides Argument. Das ist schon etwas, das man absolut in Erwägung ziehen sollte. Nur, was ich mir halt denke, ist so, ich weiß nicht, ob in der heutigen Zeit, mit der heutigen politischen Lage und mit Dingen, die wir jetzt haben, wie Pandemien und Kriege und alles Mögliche, wir wissen einfach nicht, was die Zukunft bringt. Ich will das jetzt nicht schwarz malen oder pessimistisch sein, aber wir haben eine absolute Klimakrise, wir haben eben Kriege und Dinge, die einfach passieren, und ganz ehrlich, niemand kann mir garantieren, dass ich meine Pension in 40, 50 Jahren dann tatsächlich auch bekomme. Unsere Großeltern und Urgroßeltern, die haben 2 Weltkriege erlebt, die haben 2-mal ihr komplettes Vermögen verloren. Keiner garantiert mir, dass nicht irgendwann das Geld einfach nichts mehr wert ist und alles, was ich in diese Pensionskasse eingezahlt habe, weg ist und ich das einfach umsonst gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wirklich meine Pension überhaupt erlebe. Du weißt ja nie, was passiert im Leben. Und da stelle ich mir halt die Frage, soll ich jetzt wirklich auf das verzichten, mehr Zeit für mich zu haben und meine Träume sozusagen aufgeben, um diese Sicherheit zu gewinnen, dass ich vielleicht, wenn ich Glück habe und wenn nichts schief geht, dann in 40, 50 Jahren mir eine Pension leisten kann. Das ist halt etwas, das, glaube ich, jeder individuell für sich entscheiden muss. Aber ich persönlich denke mir, ich genieße lieber mein Leben jetzt. Ich meine, klar musst du irgendwelche Rücklagen schaffen. Man sollte jetzt nicht einfach mit leerem Konto am Ende des Monats dastehen, sondern man sollte schon für Notfälle ein bisschen was auf der Seite haben. Und man kann ja auch dann langfristig planen und sagen, okay, ich lege mir einfach selber ein bisschen Geld auf die Seite für den Fall, dass ich dann eben weniger Pension habe. Ich persönlich finde, es gibt immer diese 2 Gegensätze, Sicherheit versus Freiheit. Wir brauchen in gewisser Weise Sicherheit. Wir wollen finanziell abgesichert sein, wir wollen eine gesunde Vorsorge haben, natürlich, also ich möchte das auch, ich möchte jetzt nicht da ohne Unfallversicherung oder ohne Krankenversicherung plötzlich dastehen, aber auf der anderen Seite hast du halt diese Freiheit, wo du einfach dein Leben leben kannst und dein Ding durchziehen kannst, wie du willst. Und ich glaube, wenn du zu viel in diesem Sicherheitsdenken verhaftet bist und dann zu viel Angst hast, dass vielleicht etwas schief gehen könnte bei diesem deine Träume leben, dann verlierst du halt diese Freiheit. Und ich glaube, unser ganzes Leben ist so diese Balance zwischen diesen 2 Dingen, Sicherheit und Freiheit. Und ich persönlich glaube, dass man manchmal so nach dem Prinzip No Risk, No Fun einfach ins kalte Wasser springen sollte und eher in Richtung Freiheit gehen. Dafür gebe ich vielleicht ein bisschen was von dieser Sicherheit auf, aber eben angesichts der Tatsache, dass ich nicht weiß, wie lange ich lebe, ob ich das überhaupt alles erlebe, lebe ich lieber jetzt und genieße es jetzt, weil wenn ich dann wirklich ein Problem haben sollte irgendwann, dann ist es, ja, eine Konsequenz, mit der ich halt eben leben muss. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und das ist einfach ein Thema, ich glaube, über das kann man stundenlang nachdenken und reflektieren. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht. Was ist eure Meinung so dazu? Würdet ihr eher weniger arbeiten wollen und dafür halt weniger Geld ausgeben wollen, auf mehr Dinge verzichten wollen, aber halt mehr Freizeit und Freiheit haben? Oder seid ihr eher so die Leute, die sagen, nein, ich möchte schon mein geregeltes Einkommen und ich möchte schon mir Dinge auch leisten können und Luxusgüter auch leisten können und bin auch bereit dafür, eben meine Lebenszeit sozusagen herzugeben und dafür eben viel zu arbeiten. Ist auch völlig legitim. Würde mich total interessieren, was ihr davon haltet. Das war es soweit mal von mir. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht es gut und tschüss.